Morning, good morning, and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. I hope you're doing incredibly well, Ich hoffe, es geht dir wirklich gut dabei, enjoying the goodness of God, die Güte Gottes zu zeigen, because God is so much better than you can ever imagine in your life. denn Gott ist so viel besser, als du es dir in deinem Leben je vorstellen kannst. Thank you for listening to us. Thank you for allowing us to teach you. Danke, dass du uns zuhörst. Danke, dass du es uns erlaubst, dich zu lehren. Now, look what Paul continues to teach us. Schau, was Paulus uns weiter lehrt. So yesterday we learned that the sin of sexual immorality is against the body, which doesn't belong to us. Gestern haben wir gelernt, dass die Sünde der sexuellen Unzucht gegen den Leib gerichtet ist, der uns nicht gehört. In verse 19 he says this, In Vers 19 sagt er dies. Have you forgotten that your body is now the sacred temple of the Spirit of holiness? Habt ihr vergessen, dass euer Leib jetzt der heilige Tempel des Geistes der Heiligkeit ist, Who lives in us? der in euch wohnt? Now, I find it very interesting that the Passion calls it the Spirit of holiness, but in reality, in the original, it's the Holy Spirit. Ich finde es sehr interessant, dass in der Passion-Übersetzung vom Geist der Heiligkeit die Rede ist, während es im Original der Heilige Geist heißt. Now, is this wrong? Ist das nun falsch? I don't think so. Nein, das glaube ich nicht. And I'll tell you why. Ich sage dir auch warum. Because the very term, the Holy Spirit, means that He is a Spirit of holiness. Denn schon der Begriff Heiliger Geist bedeutet, dass er ein Geist der Heiligkeit ist. So the Holy Spirit is that very Spirit of holiness. Der Heilige Geist ist also genau dieser Geist der Heiligkeit. So let's develop this thought a little bit. Lasst uns diesen Gedanken ein wenig vertiefen. If the Spirit of holiness is now, He is living inside of you, Wenn der Geist der Heiligkeit jetzt in dir wohnt and you refuse to live in a life of holiness in this area, und du dich weigerst, in diesem Bereich ein heiliges Leben zu führen, you think He will feel at home? glaubst du, dass er sich dann zu Hause fühlen wird? I don't think so. Das glaube ich nicht. Let's imagine you are a person who really likes clean and tidy places. Stell dir vor, du bist ein Mensch, der saubere und aufgeräumte Räume mag. You know, there are some people that cannot stand filth, other people who feel very happy in filth. Es gibt Menschen, die können Schmutz nicht ausstehen und andere, die sich im Schmutz sehr wohlfühlen. So you are this person who really likes clean, tidy spaces. Du bist also eine Person, die saubere und aufgeräumte Räume wirklich mag. And I invite you to move into my house. Und ich lade dich ein, in mein Haus zu ziehen. And I said, look, you can make this your house, you can live here. Ich sage, schau, du kannst das zu deinem Zuhause machen, du kannst hier wohnen. And I keep the house filthy, cockroaches everywhere, nasty insects around everywhere. Und ich halte das Haus dreckig, überall sind Kakerlaken, überall lästige Insekten. I don't flush the toilet when I poop. Ich spüle die Toilette nicht runter, wenn ich kacke. Everything just nasty. Alles einfach eklig. How would you feel? Wie würdest du dich fühlen? Nasty, right? Ekelhaft, oder? See, the Spirit of God who lives inside of your body, Siehst du, der Geist Gottes, der in deinem Leib wohnt, He is by nature the Spirit of holiness. ist von Natur aus der Geist der Heiligkeit. So whenever we live a life that refuses to be a life of holiness, guess what it feels like? Wenn wir uns weigern, ein heiliges Leben zu führen, rate mal, wie es sich dann fühlt. So many Christians wonder why the Holy Spirit doesn't express Himself through power through their lives. So viele Christen fragen sich, warum der Heilige Geist sich nicht in ihrem Leben durch Kraft ausdrückt. Very interesting Es ist sehr interessant, that the Holy Spirit can be grieved and quenched. God or Jesus cannot. dass der Heilige Geist betrübt und ausgelöscht werden kann, Gott oder Jesus nicht. So don't you think that if you want to have an expression of the power and the life of the Holy Spirit, Meinst du nicht, dass wenn du die Kraft und das Leben des Heiligen Geistes zum Ausdruck bringen willst, that you need to make a home for Him that He enjoys? du ihm ein Zuhause bieten solltest, in dem er sich wohlfühlt? Otherwise, He will simply withdraw Himself in a part of that home and not express Himself. Sonst wird er sich einfach in einen Teil dieses Hauses zurückziehen und sich nicht äußern. So, you know, in all of my Christian years,
In all meinen Jahren als Christ people who really learned to live in a deep relationship with the Holy Spirit and had a great expression of His power, haben die Menschen, die wirklich lernten, in einer tiefen Beziehung zum Heiligen Geist zu leben und einen großen Ausdruck seiner Kraft zu erleben, they also learned to live honoring Him. auch gelernt, ihn zu ehren. So for me, holiness is not an option for a Christian who wants to experience the power of the Holy Spirit. Für mich ist Heiligkeit keine Option für einen Christen, der die Kraft des Heiligen Geistes erfahren will. Now please remember, Denk bitte daran. the difference between holiness that is the biblical way and holiness that's the religious way is very great. Dass der Unterschied zwischen biblischer Heiligkeit und religiöser Heiligkeit sehr groß ist. What's the religious way of holiness? Was ist der religiöse Weg der Heiligkeit? I am doing everything to live a holy life so that I can get something from God. Ich mache alles, um ein heiliges Leben zu führen, damit ich etwas von Gott bekommen kann. No, that's totally wrong. Nein, das ist völlig falsch. The right thing is that the Holy Spirit has made me His home. I want to honor Him. I want Him to express Himself, so that's why I live a holy life. Richtig ist, der Heilige Geist hat mich zu seinem Zuhause gemacht. Ich will ihn ehren, ich will, dass er sich ausdrückt, deshalb lebe ich ein heiliges Leben. You know, for many, many weeks now, I have been very stirred Seit vielen, vielen Wochen bewegt es mich sehr, to study, to search the scriptures, to pray about zu studieren, die Heilige Schrift zu durchforsten a subject that the Bible calls the fear of God. und über ein Thema zu beten, das die Bibel Gottesfurcht nennt. And I've started to do that. Also habe ich damit angefangen. And I've realized that today in the church, fear of God is basically absent. Dabei habe ich erkannt, dass die Furcht Gottes heute in der Gemeinde im Grunde nicht vorhanden ist. But the fear of God is the beginning of wisdom, so no wonder the church doesn't have any wisdom. Da aber die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit ist es kein Wunder, dass die Gemeinde keine Weisheit hat. So I believe God is restoring a true sense of the fear of God, a true sense of holiness. Ich glaube, dass Gott dabei ist, ein echtes Gefühl der Gottesfurcht, ein wahres Gefühl der Heiligkeit wiederherzustellen. Not a religious one, but a true biblical one. Keine religiöse, sondern echte biblische Heiligkeit. I will see you tomorrow. We'll finish this chapter tomorrow. Wir sehen uns morgen wieder. Wir werden dieses Kapitel morgen beenden. See you guys. Bis dann, Leute.